Ja, hallo zusammen. Wir werfen jetzt mit einer Neuanlegung einen Blick in die Finanzen. Hier gibt es in diesem Deck eine eigene Finanzkarte und wir gucken, was wir kollektiv über die Finanzen gerade wissen sollen oder was wir da für Infos dazu kriegen. Ja, die Schatztruhe ist gefallen. Es geht praktisch darum, ein bisschen sich vor Augen zu halten, was man hat, was man noch möchte, wo seine persönlichen Reichtümer sind. Hat es vielleicht alles mit Geld zu tun oder auch noch mit anderen Dingen? Vielleicht spüren wir auch alle gerade diese hinderliche Energie mit den Finanzen zu tun hat, dass man nicht aus dem Vollen schöpfen kann, dass man das Umfeld hat, die häusliche Umgebung, alles kostet Geld. Das sehe ich hier mit Hindernissen verbunden und manche haben hier auch noch diesen Hinweis auf ja, irgendwelche Verluste in der Vergangenheit, die sich schon so ein bisschen manifestiert haben oder die aber tatsächlich mit dem Thema Haus, Wohnung zu tun haben. Es geht praktisch darum, wie umgehe ich finanzielle Hindernisse, wie erschaffe ich mir, meiner Familie, meiner Umgebung ein Fundament, mit dem sich alle wohlfühlen, ihren persönlichen Schatz auch rausziehen können. Manchmal sind es ja auch nur Kleinigkeiten. Hier speziell ist die Auflösung auch ein bisschen so drin, was für eine Konditionierung habe ich im Bereich der Finanzen, wo kämpfe ich und wo darf ich mein Schwert niederlegen, wo brauche ich mehr Harmonie und friedliches Gefühl, wenn ich über das Thema Geld nachdenke. Wir erschaffen uns Möglichkeiten, dass die Finanzen uns treu bleiben, dass sie beständig so sind, dass man nichts verliert, dass man das behalten kann, was man hat. Also diesen Standard auf jeden Fall. Möglicherweise sieht man hier auch ein Thema Unterstützung von unserem Umfeld oder Unterstützung für Kinder oder eben speziell diesen familiären Bereich, der gerade im Jetzt wichtig ist. Für die nähere Zukunft entstehen hier bereichernde Wege, Chancen hier auch im Umfeld, neue Möglichkeiten ins Boot zu holen, eine Option zu wählen, für die man aber auch tatsächlich eine Entscheidung treffen muss. Das kommt nicht einfach so, das muss man entscheiden, da muss man dafür einstehen und die Konsequenz tragen dafür, für die Entscheidung, wie bei allem im Leben. Es geht hier um den kleineren Bereich der Finanzen, also dieses Zubrot, dieses bisschen, was dir hilft, deinen Reichtum oder das, was du eben besitzt, zu erhöhen. Es können auch Kleinigkeiten sein, die hier angezeigt werden. Möglicherweise betrifft es deine Kinder und das ist ja jetzt mal mega genial. Hier kommt die Lösung. Die letzte Karte ist immer die Karte, die dir aufzeigt, in welchem Bereich du eben hier deine Bereicherung, deine Werte auch stabilisieren kannst. Wir haben unten, dass wenn du dich finanziell irgendwie nicht dabei gefühlt hast oder vielleicht gab es auch Kosten von Ämtern, Behörden
Oder ich nenne es jetzt mal so, du hast vielleicht finanziell nicht die Möglichkeiten gehabt, so richtig an allem teilzunehmen. Das liegt hier ein bisschen im Thema. Hier kommt die Lösung. Die Lösung liegt A, näher als du denkst, und B, liegt sie in einem kleineren Bereich der Hindernisse. Also das ist jetzt nicht ganz das große Dilemma. Wir gucken mal, was die Antworten der Engel dazu sagen. Was sollen wir wissen zum Bereich Finanzen? Guckt mal, es sind friedliche Lösungen in Sicht auf jeden Fall. Hier steht jetzt wieder Lösung drauf. Und egal, woher du auch drin steckst, vielleicht musst du gerade auch ein bisschen kämpfen, dann gib auf jeden Fall nicht auf. Ja, weitermachen, dranbleiben, nicht vom Glauben fallen. Was sagen die Engel noch dazu? Oh je, okay. Den Standpunkt aus anderen Sichtweisen betrachten, falls hier Personen mit involviert sind, auch die da mal den Blickwinkel wechseln und so dieses Mitdenken und das Mitgefühl haben, wenn hier Personen mit drin sind. Ja, und hier doppelt sich das jetzt auch. Unten am Deck haben wir mit dem Schutzengel: Triff deine Entscheidung, indem du dich fragst, welcher Weg bringt mich meiner göttlichen Aufgabe näher, welcher bringt mich eher von ihr ab. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn du das tust, was du gerne machst, wo dein Herz dafür brennt, wo du gerne gibst, das, was dir auch Spaß macht, dafür, wo du dich bewusst entscheidest, das gibt dir immer auch einen Mehrwert, sprich, du kriegst etwas zurück für das, was du investierst. Ich würde mal hier noch ganz kurz gucken, was hier heilsam sein könnte. Punkto Finanzen, Geld, Einstellung dazu. Es kann hier im Übrigen auch sein, dass dir andere Menschen, Freunde, irgendwelche Impulse geben, die sehr lösungsorientiert für dich wirken. Denke klar, mach dir nicht zu viele Gedanken. Ne? Du hast hier vielleicht einen Wollknäuel, eine Verstrickung, und du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen, du drehst dich im Kreis. Da braucht es ein bisschen mehr Klarheit, und der Impuls zur Klarheit, der könnte hier tatsächlich von jemand anderem kommen, also nicht speziell von dir selbst. So, was sagt der Gesang der Vögel noch dazu? Ja, das sind mir zu viele. Wir wollen bitte einen für die Finanzen, für unser Leben. Sind es wieder so viel, jetzt nehmen wir die aber. Ne? Der Kleiber: Ich komme in dein Leben und bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mach es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Hier geht es auch nochmal darum, ne, dass du dich sicher fühlst, dass du dich nicht ausbremsen lässt, dass du aus deinen Gaben irgendwas umsetzen kannst. Die Amsel: Ich bin der Vermittler zwischen den Welten und bringe dir Optimismus und Lebensfreude. Ich helfe dir, dich von Altlasten zu trennen und dich für Heiterkeit zu öffnen, damit du dein Leben wieder genießen kannst. Das sieht man ja hier, die Blockaden aus der Vergangenheit, die mit den Finanzen zu tun haben. Und wir haben den Goldammer. Ich fliege zu dir und bringe dir Würde, Reichtum und Feinfühligkeit. Komme ganz bei dir in deinem Herzen an, entdecke den Schatz in deinem Innern. Und hier oben haben wir die Schatzkarte. Ne? Also man darf sich schon auch fragen, beim Thema Finanzen, klar, man muss versorgt sein, aber wo liegen außer dem Geld noch irgendwie Schätze? Guckt mal, hier unten haben wir: Gib nicht auf, die Fülle ist hier. Ne? Okay, ihr Lieben, war die Legung zu den Finanzen. Ich drücke euch. Bis bald.